Hast du im Dezember 2025 die Nachrichten verfolgt? Da hat der Bundestag ein großes Rentenreformpaket verabschiedet, bei dem viel über die Finanzierung gestritten wurde. Am Ende steht fest, vor allem junge Leute sollen in Zukunft mehr belastet werden. Und dabei wurde kein Wort über die Altersvorsorge der Parlamentarier verloren, die die Gesetze beschließen. Das ist generationenungerecht. Unsere Stiftung, die sich seit 1997 für Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit einsetzt, sieht es daher als zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt an, dass dieses Pensionsprivileg der Abgeordneten beendet wird. Schauen wir uns das mal genauer an. In Deutschland gibt es bei der Altersvorsorge mehrere Systeme. Auf einer Seite stehen fast alle abhängig Beschäftigten, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Auf einer anderen Seite stehen Abgeordnete mit ihren Pensionen. Daraus ergibt sich ein erstes Problem. Diejenigen, die über die Rente bestimmen, sind selbst nicht davon betroffen. Doch wie funktioniert die gesetzliche Rente überhaupt? Sie basiert auf dem Prinzip des Umlageverfahrens. Das bedeutet, die Beiträge, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber heute einzahlen, werden nicht für die eigene Zukunft angespart, sondern direkt wieder an die aktuellen Rentner ausgezahlt. Man nennt dies auch den Generationenvertrag. Genauso bekommen die heutigen Arbeitnehmer in 30 Jahren eine Rente, die sich aus den Beitragszahlungen der Generation zusammensetzt, die dann Mitte des Jahrhunderts im Erwerbsleben steht. Die Höhe der Bruttorente kann mit der sogenannten Rentenformel berechnet werden. Die Höhe der Rente ergibt sich aus dem Produkt der Rentenpunkte, dem Zugangsfaktor, dem Rentenartfaktor und dem aktuellen Rentenwert. Gehen wir die wichtigsten Elemente mal durch. Zuerst zu den Rentenpunkten, auch Entgeltpunkte genannt. Diese werden das Berufsleben lang gesammelt. Wer in einem Kalenderjahr exakt so viel verdient wie der Durchschnitt aller Versicherten, erhält genau einen Rentenpunkt. Verdient man doppelt so viel, bekommt man 2 Punkte. Verdient man nur die Hälfte, ist es ein halber Punkt. Am Ende des Erwerbslebens werden alle gesammelten Punkte addiert. Man sammelt also sein Leben lang Punkte, fast wie bei einem Computerspiel. Maximal kann man derzeit 90 Punkte erreichen. Wenn jemand 45 Jahre lang immer den doppelten Betrag der Beitragsbemessungsgrenze verdient hat und immer in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, dann hat er 45 mal 2, also 90 Entgeltpunkte auf seinem Rentenkonto. Der aktuelle Rentenwert schließlich gibt an, wie viel ein Rentenpunkt momentan wert ist und beträgt Anfang 2026 40,79 €. Zusammengefasst heißt das, die individuelle Rentenhöhe ist das Ergebnis aus den gesammelten Punkten, multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert und gewichtet durch den Zeitpunkt des Renteneintritts. Der höchstmögliche Rentenauszahlungsbetrag liegt zurzeit bei 90 mal 40,79 €, also 3.761,10 € pro Monat. Und wie läuft das System in den Parlamenten? Abgeordnete zahlen keine Rentenbeiträge. Denn während Arbeitnehmer jeden Monat einen festgelegten Anteil ihres Bruttolohns in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, werden die Pensionen der Abgeordneten aus Steuermitteln finanziert. Der Anspruch wächst hier nicht durch Rentenpunkte, sondern linear mit der Dauer der Parlamentszugehörigkeit. Für jedes Jahr im Bundestag erhält ein Abgeordneter einen Anspruch von 2,5% seiner aktuellen Abgeordnetenentschädigung, der sogenannten Diät. Es gibt jedoch eine klare Obergrenze, der Höchstsatz ist auf 65% der Diäten gedeckelt. Dadurch, dass die Abgeordneten keine Rentenbeiträge während ihres Arbeitslebens abführen müssen, werden die Zahlungslasten nachgelagert und auf zukünftige Generationen abgewälzt. Dieses System gilt sowohl für den Bundestag als auch für die meisten Landtage. Man spricht bei der Abgeordnetenpension auch von einer Leistungsgarantie. Die Zusage des Staates an ehemalige Abgeordnete ist nicht abhängig von der Demografie, dem Zinsniveau oder irgendetwas anderem. Sie ist absolut. Deswegen haben die Abgeordneten ein Privileg. Und schauen wir doch mal auf die Zahlen. Ein Bundestagsabgeordneter hat nach nur 4 Jahren Mandat bereits einen Pensionsanspruch von 1.183 €. Ein Durchschnittsverdiener muss für dieselbe Summe 29 Jahre arbeiten, also 7-mal so lang. Auch bei den Maximalsummen klafft die Schere weit auseinander.
Im Bundestag bekommt ein Abgeordneter nach 21 Jahren die maximale Pension von 7.691 Euro. Um als Arbeitnehmer die Maximalrente von 3.671 Euro zu erhalten, müsste 45 Jahre lang durchgehend der Höchstbetrag eingezahlt werden. Aber es geht bei der Debatte nicht um Neid, sondern um Generationengerechtigkeit. Dadurch, dass Abgeordnete während ihrer Mandatszeit keine Rentenbeiträge abführen und ihre Pension aus dem zukünftigen Haushalt finanziert wird, werden die Kosten auf zukünftige Generationen abgewälzt. Unser Rentensystem steht aufgrund des demografischen Wandels unter massivem Druck. Die geburtenstarken Jahrgänge werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten den Arbeitsmarkt verlassen. Das bedeutet, die Kosten werden in die Zukunft verlagert. Immer weniger Arbeitnehmer müssen für immer mehr Rentner aufkommen. Das ist generationenungerecht. Und da kommen wir ins Spiel, die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Mit einer kreativen Theateraktion in Berlin haben wir auf das adelsgleiche Pensionsprivileg der Abgeordneten aufmerksam gemacht. Und Veränderung ist möglich. In manchen Landtagen haben Abgeordnete bereits ihr Abgeordnetenprivileg abgeschafft und alternative Systeme etabliert. Mittelfristig ist unser Ziel, Abgeordnete im Bund und in allen Ländern müssen rein in die gesetzliche Rentenversicherung. Abgeordnete sollen eine Vorbildfunktion übernehmen, denn langfristig fordern wir eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen. Abgeordnete, Beamte und Selbstständige. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen für dieses Ziel macht, schaue gerne auf unseren Webseiten, auf Instagram, LinkedIn und bei unserer Petition vorbei.